Warum fällt dieser Apfel auf den Boden? Nicht so wichtig. Liebe Lebenskünstler, ich bin Schwester Enrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie und auf diesem Kanal sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Und worum geht es uns heute? Um Äpfel, Nicht nur. um die Anziehungskraft der Erde. Das wäre auch nicht schlecht. Aber heute geht es uns um Ernte. Und das nicht nur im wörtlichen Sinn. Jetzt waren wir 2 Monate offline und wir freuen uns, wieder hier zu sein. Es ist ja verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und es war viel los diesen Sommer. Schönes und Schweres. Ich denke da auch an die Flutkatastrophe. Da konnten wir vor Ort sein und mit anpacken. Aber es gibt dort auch noch so viel zu tun. Besucher oder Reisen zu Verwandten waren wegen den Corona-Beschränkungen ein bisschen schwierig oder auch schwer zu organisieren. Aber schön war, dass manche Veranstaltungen wieder stattfinden konnten. Zum Beispiel die Nacht des Heiligtums. Das ist ein Jugendfestival, das jedes Jahr hier in Schönstadt stattfindet. Und wir beide waren dabei. Das wird jedes Jahr von den jungen Leuten selber organisiert, geplant, durchgetragen. Und dieses Jahr war es an 4 Standorten, also dezentral hat es stattgefunden. Und da konnte man echt sehen, also die Früchte der Arbeit, also was da rausgekommen ist, war wunderbar. Hier gibt es ja richtig viel zu ernten im Moment. Mensch, das erinnert an unseren Besuch. Vor kurzem waren wir ja auf der Liebfrauenhöhe, das Schönstadtzentrum in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und da gibt es auch einen großen Bauernhof. Da arbeiten 3 Mitschwestern und eine Familie. Und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen über ihr Leben und Arbeiten dort auf dem Hof. Dann würde ich sagen, ab ins Schwabenländle. Also Schwester Adelberga, du bist hier schon 60 Jahre auf dem Hof hier. Ihr arbeitet hier ja zu dritt. Ja, Ein ja, Trio von 3 Schwestern, wie du vorher gesagt ja, hast. ja. Was ist das Besondere an eurem Team? Also die Schwester Annegunda ist ja seit 57 da. Wie kommt ihr miteinander aus? Oh. Und seither sind wir immer zusammen. Und machen alles miteinander. Und Schwester Burger, ich glaube, 70 gekommen oder 71. Und jeder von euch 3 hat eine eigene Aufgabe. Wir tun halt oft zusammenarbeiten und je nachdem, was der eine kann, das macht der und das, was der nicht kann, das macht er was anderes. Aber jede wird gebraucht. Ja, Und es ist gut, dass ihr zu dritt seid. ja. Allein möchte ich nicht hier sein. Und seither kämpfen wir uns jeden Tag durch. Aber im guten Sinne, gell? Ja. Warum ich hier eingestiegen bin, war eigentlich, wir haben zu Hause auch eine kleine Landwirtschaft gehabt. Und dann ist hier eine Schwester ausgefallen und dann hat man gesagt, ob ich ein halbes Jahr für den Hof gehen würde. Ja, bin ich gegangen. Ja, aber zunächst war die Freude nicht so sehr groß. War gar nicht dein Traumjob? Nein, absolut nicht. Weil ja, von zu Hause hatte ich noch ziemlich genug am Hals. Ich habe gedacht, nie mehr eine Landwirtschaft. Und dann habe ich mich halt hier doch eingelebt und es hat mir dann doch Freude gemacht, in der Natur zu arbeiten, mit den Tieren umzugehen und habe auch gemerkt, man braucht mich. Und dann habe ich halt mich doch langsam umgestellt und habe gedacht, ja gut, das ist auch eine Lebensaufgabe. Das Schöne ist halt einfach das, mit der Natur oder mit den Pflanzen, man sieht, wie sie wachsen, man setzt sie, man pflegt sie und dann darf man nicht vergessen die Ernte.
Herr Semmelmann, also was machen Sie dann so von Ihrer Arbeit her auf dem Hof? Ja gut, ich bin also angestellt hier in der Landwirtschaft. Wir haben Rinder, Schweine, Hühner. Wie viel jeweils? Also 37 Stück Vieh sind es jetzt gerade, mit allem drum und dran. 42 Schweine, 350 Hühner. Einfach mal gucken. Da fressen die. Oh, und die haben auch ihre Eier gelegt. Das ist ja toll. Wie sind wir zu den Hühnern gekommen? Ja? Man hat immer Hühner gehabt, der Stall ist alt geworden. Und dann hat einfach die Kundschaft bei uns gefällt im Hoflädle und gesagt, da hatte da mein Bruder und ich, wir haben halt gesagt, da müssen wir wieder etwas machen. Und da haben wir einfach wieder Publikum da hat. Und, ja. Und wie viele Eier werden da gelegt von den Hühnern jetzt? Ja, ca. 300 jeden Tag. Ja. Und die gehen weg? Die gehen nicht weg, ja. Toll. Da gibt's auch was Gutes. Seit wir die Hühner haben, dann haben wir nachher gesagt, gut, so wie wir es verkauft haben, das geht auch nicht mehr. Haben wir uns ein kleines Hoflädle eingerichtet. Also wir haben einen ganz argen Zulauf. Und jetzt vielleicht noch von Ihrer Arbeit, was macht Ihnen denn besonders Spaß? Ich habe mal gehört, wie heißt, mach deinen Beruf zur Berufung und du musst nie mehr arbeiten. Das ist so mein Motto. Und das Schönste ist natürlich nachher das Ernten. Das, was man erntet, ist immer das Schönste. Genauso in der Gärtnerei, wir setzen den früher, oder man setzt das ganze Jahr, aber das Ernten ist immer das Schönste. Die werden jetzt ganz schön viel zu tun haben da. Aber wie haben Sie gesagt, Erntezeit ist die schönste Zeit. Nicht nur für die, für uns auch. Genau, ja auch in unserem Leben oder in unserem Herzen. Da kann man ja auch immer wieder so eine Art Ernte halten. Ja, und weißt du, unser Leben ist ja auch als christliche Lebenskünstler und Lebenskünstlerinnen auch so ein bisschen ähnlich wie das auf dem Bauernhof. Also wir sind ständig am Samen säen, am Pflegen und wachsen lassen von Pflanzen. Dadurch, dass wir ja viele kleine Samen, ja, frohe Botschaft in kleinen Portionen in unserem Alltag ausstreuen. Ja? Und jetzt zum Erntedankfest ist eine gute Gelegenheit, wirklich mal innezuhalten und ein wenig Ernte zu halten. Im eigenen Leben oder in dem, was wir so arbeiten und tun, in unserer Umgebung. Einfach mal schauen, wo ist denn wirklich was gewachsen? Und wenn man das dann so sieht und wahrnimmt, das macht wirklich froh und gibt auch wieder neuen Schwung und motiviert, wenn man einfach sieht, da ist ja wirklich was entstanden. Und das alles dann entweder sichtbar in einem Symbol oder auch nur geistig Gott mit Dank auf den Altar legen. Für diese Ernte wünschen wir euch viel Segen